Bei erhöhter Harnsäure oder sogar Gicht bekommt fast jeder denselben Rat. Weniger Fleisch, weniger Wurst, weniger Purine. Bei 7 von 10 Betroffenen geht diese Empfehlung aber komplett am Hauptproblem vorbei. Denn dein Körper produziert nicht zu viel Harnsäure, er scheidet zu wenig aus. Meistens ist nicht der Zulauf das Problem, sondern der Ablauf. Ich habe die Forschung von Dr. Richard Johnson, Dr. Hyun Choi und anderer Fachleute als Diplominformatiker analysiert und zusammengefasst. Die Auswertung erklärt in diesem Video, warum so viele auf ihr leckeres Steak verzichten und der Harnsäurewert sich trotzdem nicht bewegt. Harnsäure ist der Wert, bei dem fast jeder denselben Ratschlag bekommt. Weniger Fleisch, weniger Purine, mehr trinken. Ich bin Arthur, Diplominformatiker, 46 Jahre alt und in besserer Form als mit 30. Als Informatiker denke ich über den Körper wie über ein System. Was ich ihm gebe, bestimmt, was er mir zurückgibt. Anfang 40 habe ich zum ersten Mal einen ausführlichen Bluttest machen lassen. Entgegen meiner Erwartung standen da ein paar Werte, die besorgniserregend waren, und ich habe ein Leben lang Sport gemacht und mich gesund ernährt. Der Zettel lag danach eine Woche auf der Arbeitsplatte. Dann habe ich angefangen, Fragen zu stellen, aber nicht meinem Arzt, sondern mir selbst. Nach diesem Video weißt du 3 Dinge. Erstens, warum ein Gemüse voller Purine trotzdem nicht das tut, was jede Verbotsliste behauptet. Zweitens, welches Getränk die Harnsäure stärker antreibt als jedes Steak. Und drittens, warum dein Wert steigen kann, obwohl du alles richtig machst. Wie ich immer auf diesem Kanal sage, Gesundheit ist eine bewusste Entscheidung. Jeden Tag aufs Neue, und du kannst diese Entscheidung heute treffen. Letzten Sommer war ich auf einer Geburtstagsparty im Garten eines Freundes. Wir standen neben jemandem, den ich kenne. Nennen wir ihn Thorsten. In der einen Hand ein Bier, auf dem Teller ein Nackensteak. Er sagte einen Satz, den ich seitdem nicht mehr loswerde. Wenn ich zu viel Schweinefleisch esse, bekomme ich immer Gichtanfälle. Aber da habe ich Tabletten gegen. Und da hat Thorsten auch recht. Zu viel Schweinefleisch kann bei ihm einen Anfall auslösen. Er befolgt genau das, was ihm gesagt wurde. Und trotzdem übersieht er etwas. Um zu verstehen, was übersehen wird, müssen wir uns anschauen, was Harnsäure überhaupt ist. Stell dir ein Becken vor. Oben sind unterschiedliche Hähne als Zulauf. Unten sitzt ein Abfluss, das sind deine Nieren. Der Wasserstand in dem Becken ist deine Harnsäure. Der Pegel steigt aus genau 2 Gründen. Entweder läuft zu viel aus den Hähnen hinein oder zu wenig aus dem Abfluss heraus. Harnsäure entsteht, wenn dein Körper Purine abbaut. Purine sind Bausteine aus Zellkernen. Und jetzt kommt die erste Überraschung. Der größere Teil dieser Purine kommt gar nicht durch dein Essen. Dein Körper baut jeden Tag eigene Zellen um. Und dabei entstehen laufend Purine, ganz ohne, dass du etwas isst. Der größere Teil entsteht also auf diesem Weg. Der Hahn, an dem alle drehen, ist der kleinste beim Ganzen. Solange das Becken nicht überläuft, spürst du absolut nichts. Aber wenn sich zu viel Harnsäure staut und das Limit sprengt, kippt das System. Sie schwimmt nicht mehr flüssig im Blut mit, sondern kristallisiert. Der Ernährungsmediziner Matthias Riedel beschreibt sie als Glassplitter im Gelenk. Betroffen sind vor allem Männer. Bei Frauen tritt Gicht seltener auf. Nach den Wechseljahren steigt das Risiko aber deutlich an, wie eine Studie auch zeigt. Jetzt die Zahl, wegen der ich das Video mache. Eine chinesische Klinik hat über 600 Gichtpatienten 2 Wochen lang begleitet. Das volle Programm. Strenger Purinverzicht, täglich Bewegung, 3 Liter Wasser am Tag etc. Alle im Video genannten Studien findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Das Ergebnis der Studie auf dem Papier: der Wert sank im Schnitt um gut 11%. 11% klingen im ersten Moment nach einem Erfolg. In der Praxis bedeutet das aber kompletter Verzicht, extrem viel Aufwand, und bei vielen stand der Pegel am Ende trotzdem noch im roten Bereich. Warum aber die Diät bei manchen half und bei vielen völlig versagte, erklärt der nächste Schritt der Forscher. Sie haben die Patienten nämlich in 3 Gruppen aufgeteilt. Gruppe 1 produzierte zu viel Harnsäure. Gruppe 2 schied zu wenig Harnsäure aus. Und Gruppe 3 hatte beides. Zu hohe Produktion von Harnsäure und zu wenig Ausscheidung. Bei Gruppe 1 mit zu viel Produktion von Harnsäure wirkte der Purinverzicht hervorragend. Bei Gruppe 2, also den Patienten mit der schwachen Ausscheidung, brachte Purinverzicht fast gar nichts. Die gleiche Diät, 2 völlig verschiedene Ergebnisse. Und jetzt die Zahl, auf die es ankommt: rund 7 von 10 Patienten, also 70%, gehörten zu Gruppe 2, also dem Ausscheidungstyp. Nur bei einem von 10, also 10%, lag das Problem ausschließlich oben an den Hähnen, also zu viel Zulauf. Die restlichen 2 von 10 waren der Mischtyp, also Gruppe 3, die Hähne stehen zu weit offen und der Abfluss ist verstopft. Gemessen wurde das in China. Bei uns kann die Verteilung zwar ein bisschen abweichen,
aber das Grundprinzip bleibt. Bedeutet zusammengefasst, dass 90%, also 9 von 10, ein Abflussproblem hatten und nur 10% ein Zulaufproblem. Thorsten, mein Bekannter von vorhin, steht mit hoher Wahrscheinlichkeit genau in dieser Gruppe und bekommt trotzdem denselben Rat: Iss weniger Schweinefleisch. Wie lückenhaft die einfache Rechnung Purin gleich Gicht ist, sieht man am besten beim Gemüse. Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl zum Beispiel sind relativ purinreich in der Kategorie Gemüse. Nach der alten Logik müssten sie den Wert steigen lassen. Das tun sie aber eben nicht. Die Rechnung geht also nicht auf. Das belegt auch eine riesige Harvard-Untersuchung mit 47.000 Männern. Das Ergebnis: Purinreiches Gemüse erhöht das Gichtrisiko überhaupt nicht. Milchprodukte senken es sogar. Dieselbe Studie zeigt auch, dass rotes Fleisch und Meeresfrüchte den Pegel messbar anheben. Aber wir müssen das richtig einordnen. Rotes Fleisch ist nicht per se der Bösewicht. Es dreht lediglich den kleinsten unserer Hähne etwas auf. Ein gutes Steak wird erst dann zum Problem, wenn der Abfluss ohnehin schon verstopft ist und das Becken randvoll steht. Das Hauptproblem ist fast nie der Zulauf, sondern der Ablauf. Wenn aber das Essen bzw. das Fleisch auf dem Teller so wenig ausmacht, warum steigt der Pegel dann bei so vielen überhaupt an? Deine Nieren filtern die Harnsäure aus dem Blut und leiten sie in den Urin. Das ist der Abfluss in unserem Becken. Solange dieser Abfluss einwandfrei funktioniert, verzeiht das System fast jeden Zulauf von oben. Und jetzt kommt der Punkt, den kaum jemand auf dem Schirm hat. Etwas drückt diesen Abfluss von innen zu. Es ist kein Lebensmittel, sondern ein Hormon: Insulin. Die klinischen Daten in 2 Studien zeigen, die ich dir hier einblende und unten verlinke, zeigt sich eindeutig: Dauerhaft hohes Insulin blockiert die Ausscheidung der Harnsäure. Der Zulauf bleibt also gleich, aber der Abfluss wird enger. Wer jahrelang zu viel Zucker und Kohlenhydrate isst, treibt seinen Harnsäurewert hoch, ganz ohne Steak. Und es wird noch unangenehmer: Wie eine weitere Studie belegt, kurbelt Harnsäure Entzündungsprozesse im Körper an. Diese Entzündungen stören wiederum das Insulinsignal. Die Bauchspeicheldrüse reagiert, indem sie noch mehr Insulin nachlegt. Die Folge: mehr Insulin, noch engerer Abfluss, noch höherer Harnsäurepegel. Wie du dich ernähren solltest, um deinen Blutzucker bzw. dein Insulin überhaupt wieder in den Griff zu bekommen und damit den Abfluss wieder zu vergrößern, erkläre ich in meinem Video zum Thema Blutzucker, das ich dir hier verlinke. Es ist ein Teufelskreis, der sich selbst antreibt. Als Informatiker würde ich sagen, das System steuert sich unaufhaltsam in die falsche Richtung. Noch einmal: Nicht der Zulauf von oben ist das primäre Problem, sondern der Abfluss. Deshalb steht Gicht so oft in Verbindung mit Übergewicht. In der vorhin erwähnten Studie aus China waren über 80% der Gichtpatienten übergewichtig. Nicht, weil Fettgewebe Purine liefert, sondern weil es fast immer mit einem dauerhaft hohen Insulinspiegel einhergeht und damit einem zu kleinen Abfluss. Dieselbe negative Schleife läuft übrigens in deiner Leber ab. Lagert sich dort Fett ein, steuert auch das dein Insulinsignal. Erhöhte Harnsäure, Bauchfett und eine Fettleber stehen deshalb sehr oft auf demselben Laborbefund. Ein verstopfter Abfluss zeigt sich aber noch woanders. Aus der gestauten Harnsäure können in der Niere Steine entstehen. Der Abfluss verstopft also wortwörtlich mit dem Material, das er eigentlich loswerden soll. Wenn du solche körperlichen Zusammenhänge jede Woche verständlich erklärt bekommen möchtest, dann abonniere jetzt gerne kostenlos den Kanal. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum der Harnsäurewert so entscheidend ist. Harnsäure bremst die Bildung von Stickoxid. Eine Untersuchung zeigt sehr deutlich, dass Stickoxid genau der Stoff ist, der deine Blutgefäße weit stellt. Weniger Stickoxid bedeutet engere Gefäße und damit höheren Druck. Das ist der Grund, warum erhöhte Harnsäure und Bluthochdruck so oft Hand in Hand gehen. Ganz wichtig: Erhöhter Blutdruck gehört immer in ärztliche Hände. Ernährung ist für mich zwar der absolut größte Hebel für unsere Gesundheit, aber kein Schalter, der von heute auf morgen Medikamente ersetzt. Jetzt zu meiner eigenen Ernährung. Da ich selbst regelmäßig faste und mich Low Carb ernähre, also mit sehr wenig Kohlenhydraten, ist ein Mechanismus für mich extrem wichtig. Wenn du fastest und wenig Kohlenhydrate isst, bildet dein Körper sogenannte Ketonkörper. Das sind hocheffiziente Ersatzbrennstoffe aus Fett. Das Ding ist, diese Ketone müssen irgendwann auch über die Niere wieder raus. Und sie nehmen exakt denselben Ausgang wie die Harnsäure. Dein Harnsäurewert kann auf dem Papier also steigen, obwohl du gar nicht mehr davon produzierst. Das Wasser, also die Harnsäure im Becken, staut sich schlichtweg, weil der Ausgang gerade durch die Ketonkörper besetzt ist. Und hier wird es richtig spannend. Genau die Ketone, die bei einer Low-Carb-Ernährung oder beim Fasten entstehen, unterdrücken praktischerweise die Entzündungen, die Harnsäurekristalle eigentlich auslösen. Dass dein Harnsäurewert dabei ansteigt, ist oft eine völlig normale Reaktion des Körpers.
Ein hoher Wert auf dem Zettel bedeutet in diesem speziellen Fall also nicht automatisch, dass du auch ein gesundheitliches Problem hast, wie man auch an meinen Werten erkennt. Der freie Abfluss ist also die halbe Miete. Aber eine Sache fehlt noch, damit er richtig arbeiten kann. Die Niere braucht schlichtweg Flüssigkeit, um überhaupt etwas ausschwemmen zu können. Eines meiner Lieblingszitate lautet: Das einzige Getränk für einen weisen Mann ist Wasser. Genau danach richte ich mich. Ich trinke über den ganzen Tag verteilt, nicht literweise auf einmal, sondern gleichmäßig, um mein System kontinuierlich durchzuspülen. Dabei ist mir absolut nicht mehr egal, welches Wasser in mein Glas fließt. Ungefiltertes Leitungswasser ist für mich aufgrund der Belastung keine Lösung mehr. Und manches Flaschenwasser aus dem Supermarkt, besonders in Plastik, macht es oft nicht besser, vom ständigen Kistenschleppen ganz zu schweigen. Warum das so ist und wie ich das Problem mit dem Wasser bei mir zu Hause dauerhaft gelöst habe, erkläre ich ausführlich in meinem neuen Video zum Thema Wasser. Falls du direkt wissen möchtest, welches Filtersystem ich privat nutze, findest du auf lifealgorithm.de unter Top 3 Produkte Ernährung und Wasser das Filtersystem. Damit haben wir den Abfluss geklärt. Schauen wir uns jetzt 2 Hähne an, die wirklich gefährlich weit offen stehen. Kommen wir zu den 2 Hähnen, die bei den meisten wirklich offen stehen. Der erste läuft nicht, weil du zu viel Fleisch isst, sondern weil du etwas trinkst. Es geht um Fructose, besser bekannt als Fruchtzucker. Fructose steckt von Natur aus in Obst. Das eigentliche Problem ist aber nicht der Apfel am Baum. Das Problem ist, dass die Industrie diesen Zucker als billigen Füllstoff nutzt. Und zwar nicht nur in Cola, Eistee oder Energydrinks. Diese Fructose versteckt sich in rauen Mengen in Lebensmitteln, bei denen du sie nie vermuten würdest. In Ketchup, in Barbecue-Soßen, in fertigen Salatdressings, in Fruchtjoghurts und sogar in angeblich gesunden Müsli-Riegeln. Die meisten wissen gar nicht, wie viel sie davon täglich konsumieren. Um zu verstehen, warum das so gefährlich ist, schauen wir uns die Mechanik an. Normaler Zucker, also Glucose, kann von fast jeder Zelle in deinem Körper als Energie genutzt werden. Fructose leider nicht. Fructose kann fast ausschließlich von deiner Leber verarbeitet werden. Wenn du ein großes Glas Saft trinkst, rauscht eine massive Menge Fructose auf einmal in die Leber. Das System ist komplett überlastet. Die Leber muss diese Flut im Akkord abbauen und das direkte Abfallprodukt dieser Notfallverarbeitung ist Harnsäure. Warum macht unser Körper das aber? Dr. Richard Johnson hat eine logische Erklärung. Früher gab es Früchte nur im Spätsommer. Die Fructoseflut im Spätsommer und der Anstieg der Harnsäure waren ein Signal. Der Winter kommt, fahr den Stoffwechsel runter und leg Fettreserven an. Ein geniales Überlebensprogramm. Heutzutage bekommen wir dieses Signal 365 Tage im Jahr, mehrmals am Tag. Schau dir einen ganz normalen Apfel an. Er bringt ein paar Gramm Fructose mit, aber auch Ballaststoffe, die die Aufnahme im Darm massiv ausbremsen. Die Natur liefert die Bremse gleich mit. Ein halber Liter Apfelsaft enthält dagegen über 50 Gramm reinen Zucker. Keine Ballaststoffe, nichts, was bremst. Es ist derselbe Stoff, aber man hat ihm sein Sicherheitssystem geraubt. Genau das überlastet die Leber. Die Daten der vorhin erwähnten Harvard-Untersuchung zeigen das eindrucksvoll. Limonade und Fruchtsäfte treiben das Gichtrisiko messbar nach oben. Bei Light-Limonaden passierte dagegen absolut gar nichts, weil die Fructose fehlt. Es liegt also einzig und allein am Zucker. Warum ich von Light-Produkten dennoch nichts halte, erkläre ich in meinem Video zum Thema Light- und Zero-Getränke. Und denk noch mal an das Zitat: Das einzige Getränk für einen weisen Mann ist Wasser. Genau hier scheitern viele beim Thema Harnsäure. Sie streichen panisch das Fleisch, behalten aber den Saft und die Limonaden. Wenn dir das gerade die Augen geöffnet hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Damit zum zweiten großen Hahn, mit dem Thorsten sein Steak runterspült. Sorry Männer, Bier. Bier treibt die Harnsäure stärker nach oben als jeder andere Alkohol. Und zwar über 2 Wege. Der Alkohol überlastet die Leber genau wie die Fructose und die Hefe liefert zeitgleich den perfekten Baustoff für noch mehr Harnsäure. Und spannend ist hier, Bier enthält weniger Purine als ein Steak, aber das Purin im Bier heißt Guanosin und das nimmt der Körper extrem leicht auf. Die reine Menge auf dem Papier ist eben nicht gleich der Wirkung im Körper. Die Harvard-Auswertung der 47.000 Männer zeigt, Bier birgt mit Abstand das größte Risiko. Harter Alkohol, also Schnaps zum Beispiel, liegt darunter. Bei moderatem Weinkonsum war bei gesunden Männern kein erhöhtes Risiko messbar. Bleibt die Frage nach alkoholfreiem Bier die letzte Hoffnung für die Männer? Die Antwort lässt viele Biertrinker leider still werden. Auch alkoholfreies Bier treibt den Wert nach oben. Japanische Forscher haben genau das getestet. Sie gaben Probanden normales alkoholfreies Bier und zum Vergleich ein spezielles Testbier ganz ohne Purine. Das Ergebnis: Beim alkoholfreien Bier stieg die Harnsäure sofort an. Ohne Purine passierte nichts. Die Gleichung ist also simpel. Der Alkohol ist beim alkoholfreien Bier zwar weg,
aber das gefährliche Purin aus der Hefe bleibt komplett erhalten. Um auf Thorsten zurückzukommen, bei ihm ist das Schweinefleisch nicht die primäre Ursache. Sein Becken steht durch Insulin, Säfte und Bier seit Jahren randvoll. Das Nackensteak ist einfach nur der letzte Schluck, der das Fass zum Überlaufen bringt. Thorsten hält diesen letzten Tropfen für die Ursache, weil der Auslöser sofort in Form von Gicht sichtbar ist. Die echte Ursache liegt aber Jahre zurück. Welchen Hahn drehst du als erstes zu? Schreib es mal unten in die Kommentare. Hier sind die größten Hebel sortiert nach ihrer echten Wirkung. Auf Platz 1 steht flüssige Fructose. Softdrinks, Säfte, Schorlen. Das ist der Hahn, der am weitesten offen steht und den fast niemand als Problem sieht. Dr. Robert Lustig, einer der bekanntesten Zuckerforscher, hat genau darüber ein ganzes Buch geschrieben. Du findest es auf lifealgorithm.de unter Top 3 Produkte, Wissen und Bildung, Bücher Gesundheit, Ernährung, Zucker. Platz 2 ist Bier, alkoholfreies Bier eingeschlossen, wie gerade erklärt. Platz 3 sind dein Gewicht und Insulin, also der Abfluss selbst, der durch Platz 1 immer enger wird. Platz 4 ist ausreichend trinken, weil die Niere ohne Flüssigkeit nichts ausschwemmen kann. Und erst auf Platz 5 kommen die Purine aus dem Essen. Deshalb hier meine Herausforderung an dich. Lass flüssige Fructose und Bier in nächster Zeit komplett weg. Statt Saft trinkst du Wasser mit Zitrone. Dein Essen lässt du erstmal genau so, wie es ist. Und dann nimmst du dir deinen letzten Laborbefund und suchst die Zeile Harnsäure. Steht sie nicht drauf, lass sie beim nächsten Mal einfach mitbestimmen. Welche Werte ab 40 sonst noch unbedingt auf deinen Befund gehören, habe ich in einem separaten Video komplett erklärt, das ich dir hier verlinke. Jetzt zur entscheidenden Frage: Ab wann ist der Wert überhaupt zu hoch? Auf den meisten Laborbögen endet der Normbereich bei etwa 7. Darüber wird gewarnt, darunter gilt alles als in Ordnung. Forscher wie Dr. Richard Johnson sehen den kritischen Punkt für deinen Stoffwechsel allerdings schon bei 5,5. Wichtig dabei, das ist aktuell eine Minderheitenposition und keine offizielle Leitlinie. Es zeigt aber, dass die Diskussion darüber völlig offen ist. So oder so gilt wie immer, ein einzelner Wert auf dem Papier erzählt nie die ganze Geschichte. Und hier kommen wir zurück zu unserem Abfluss. Wenn du fastest oder Low Carb isst, blockieren deine Ketonkörper den Ausgang. Dein Wert steigt auf dem Papier dann vielleicht an, ohne dass das System gesundheitlich überhaupt ein Problem hat. Ohnehin ist das System unfassbar träge. Der Ernährungsmediziner Matthias Riedl beschreibt einen Fall. 6 Monate komplette Umstellung und 13 Kilo abgenommen. Das Ergebnis? Der Harnsäurewert fiel von 8,4 auf gerade mal 7,9. Ein halbes Jahr harte Arbeit für eine halbe Stunde hinter dem Komma. Wenn sich dein Wert also nicht schnell verbessert, machst du absolut nichts falsch. Das System braucht einfach Zeit. Kennst du vielleicht jemanden, der wegen hohen Harnsäurewerten oder sogar Gicht seit Jahren panisch am Fleisch spart? Teile dieses Video genau mit dieser Person. Kurzer, aber wichtiger Hinweis zum Schluss: Wenn bei dir Gicht diagnostiziert ist, gehört das immer in ärztliche Hände. Ernährung ist dein größtes Fundament, ersetzt aber nicht über Nacht eine laufende medizinische Behandlung. Bleibt die abschließende Frage: Was bleibt von all dem hängen? 3 Dinge bleiben heute hängen. Erstens, der größere Teil deiner Purine entsteht in dir selbst. Der Teller ist der kleinste Hahn von allen und 9 von 10 Betroffenen haben ohnehin ein Abflussproblem. Zweitens, was den Pegel wirklich hochhält, ist flüssige Fructose, Bier und dauerhaft hohes Insulin. 2 davon stehen im Kühlschrank, nicht in der Fleischtheke. Drittens, dein Wert kann auch steigen, wenn du dich Low Carb ernährst oder fastest. Das ist kein Rückschritt, das ist der Abfluss, nicht die Produktion. Thorsten hatte nicht Unrecht. Er hatte nur die falsche Frage gestellt. Er hat gefragt, was er weglassen muss. Die bessere Frage ist, was seinen Abfluss zudrückt. Nicht der Zulauf ist das Problem, sondern eben der Abfluss, und die Ursachen dafür kennst du jetzt. Falls dir das Video einen Mehrwert geliefert hat, abonniere jetzt gerne kostenlos den Kanal. Das Thema Harnsäure kam übrigens diese Woche nur, weil die Community dafür abgestimmt hat, wie du hier sehen kannst. Falls du mitbestimmen möchtest, welche Themen als nächstes behandelt werden, dann komm gerne in den Life Algorithm Telegram-Kanal. Wie immer möchte ich mein Video mit einem Zitat zum Nachdenken beenden. Der Weg zur Gesundheit führt durch die Küche, nicht durch die Apotheke. Sebastian Kneipp. Da du bis zum Ende geschaut hast, scheint es dir gefallen zu haben. Der YouTube-Algorithmus ist sich sicher, dass dir dieses Video auch gefallen wird. Und denk dran, Gesundheit ist eine bewusste Entscheidung. Jeden Tag aufs Neue. Bleib kritisch, bleib gesund und fang an. Peace out.